Das Selbstwertgefühl ist etwas, was absolut im eigenen Kopf stattfindet. Aber wir sind alle ganz, ganz tief konditioniert darauf, unseren Selbstwert zum Spiegel der anderen Menschen wahrzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund lesen. Diese Sendung hat ausschließlich ein Ziel: Ihr Leben soll einfacher werden. Und wie schaffen Sie das? Mit einem ordentlichen Selbstwertgefühl. Und wer sagt das? Unsere, da steht Spiegel-Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Herzlich willkommen, Frau Stahl. Dankeschön. Ich hätte beinahe gesagt, warum sind Sie eigentlich so oft bei uns? Brauchen Sie noch mehr Selbstwertgefühl? Oh, ich bin, glaube ich, inzwischen ganz gut aufgestellt mit dem Selbstwertgefühl, aber das Selbstwertgefühl ist ja auch nichts Stabiles. Das schwankt ja auch je nach Lebensphase oder Situation. Also auch jemand, der an sich ein recht stabiles Selbstwertgefühl hat, wenn der mal ordentlich einen auf die Nase kriegt oder eine Kritik, eine harte oder einen Misserfolg einfährt oder was ja auch mal schlimm ist für Selbstwertgefühl, in Liebesdingen zurückgewiesen wird, dann kommt er natürlich auch ins Schleudern. Also das Selbstwertgefühl ist jetzt nicht, kann man sich nicht wie so ein ganz stabiles Etwas vorstellen, sondern das schwankt auch immer ein bisschen nach Lebensphase und Situation. Ja, aber man kann schon sagen, es gibt bestimmte Typen, die haben so, sag ich mal, von ihrem Naturell her ein etwas höheres Selbstwertgefühl und andere sind a priori selbstkritisch und haben mit der Ausbildung ihres Selbstwertgefühls auch mehr Probleme. Und das begleitet sie vermutlich das ganze Leben, oder? Ja gut, ein wesentlicher Teil des Selbstwertgefühls wird ja geprägt in der Kindheit. Also ein Teil ist genetisch bedingt. Wir kommen mit unterschiedlichen Gemütsveranlagungen auf die Welt. Die einen sind halt robuster und dickhäutiger und die anderen ein bisschen empfindlicher und sensibler. Und auf der anderen Seite bekommen wir ja auch Prägungen durch unsere Eltern mit und durch die Umwelt und wie wir aufwachsen. Und das prägt natürlich unser Selbstwertgefühl auch sehr. Und grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die eher ein labiles Selbstwertgefühl haben oder nicht so ein hohes, natürlich auch mehr Schwierigkeiten haben zum Teil im Leben. Mehr Ängste, mehr Selbstzweifel und so weiter und so fort. Sie haben ja auch im Klappentext wird schon das Wort erstmal analysiert. Das finde ich gut. Also das besteht ja aus Selbst, also ich habe da auch Verantwortung, Wert und Gefühl. Und Gefühl heißt ja noch lange nicht, dass es so ist. Wir reden ja auch von der gefühlten Temperatur oder von gefühlten Tatsachen, die ja gar nicht so sein müssen. Aber selbst heißt doch, eigentlich bestimme doch nur ich über mein Selbstwertgefühl, oder? Theoretisch haben Sie recht, weil das Selbstwertgefühl ist etwas, was absolut im eigenen Kopf stattfindet. Aber wir sind alle ganz, ganz tief konditioniert darauf, unseren Selbstwert zum Spiegel der anderen Menschen wahrzunehmen. Das heißt, wenn Sie mich jetzt ganz streng angucken würden, mit dem Kopf schütteln, aber wenn, ne, Ja, okay. dann wäre das ein Spiegel für mich und dann würde ich auch denken, rede ich hier irgendwie dummes Zeug oder so und wenn Sie wohlwollend gucken, dann spiegelt mir das, ja, ist wohl in Ordnung. Das ist jetzt aber nur so ein kleines Beispiel, aber so sind wir alle darauf konditioniert. Das heißt, wir haben alle gelernt, unser ganzes Leben lang unseren Selbstwert immer im Spiegel der anderen zu sehen. Und Menschen, die dann halt eher ein labiles Selbstwertgefühl haben, die sind deswegen auch umso mehr darauf angewiesen, Anerkennung von anderen zu bekommen. Das heißt, die bemühen sich oft sehr stark um die Anerkennung anderer Menschen. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt Menschen, die haben ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, andere halt eben weniger. Die Hoffnung ist ja vor allen Dingen für diejenigen, die weniger haben, erkennen zu können, man könnte etwas daran ändern. Kann man? Ja, selbstverständlich. Sonst bräuchte ich ja die Bücher nicht zu schreiben, beziehungsweise ist das auch ein ganz wesentlicher Teil meines Berufes, an dem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Was eben ganz, ganz wichtig ist beim Selbstwertgefühl, das haben Sie eben schon angesprochen, im Grunde genommen ist es eine Glaubenssache. Und wenn wir als Kind halt oft gespiegelt bekommen haben von unseren Eltern oder unserem Umfeld, dass wir irgendwie zur Last fallen oder dass wir nicht so wichtig sind oder so das Gefühl hatten schon als Kinder irgendwie
muss ich viele Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden. Also ich muss mich so verhalten, wie Mama und Papa es von mir erwarten. Dann prägt mich das. Und dann nehme ich diese Prägung mit ins Erwachsenenalter. Und dann glaube ich daran, was ich damals erfahren habe. Das heißt, ich glaube dann tatsächlich, okay, ich bin wohl nicht so wertvoll, ne, oder ich bin nichts wert oder ich bin nicht gut genug oder ich genüge nicht. Weil mir das als Kind in irgendeiner Form, von wem auch immer, kann auch durch Lehrer oder Mitschüler gewesen sein, zu oft gespiegelt wurde. Spannend finde ich ja, versuchen zu unterscheiden, wenn man das überhaupt kann. Sie sprechen ja auch von den Menschen, die so, sagen wir, mit einem gewissen Automatismus, vielleicht weil sie ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, in einer Opferrolle sich befinden. Manchmal als Externer hat man ja, wenn man fast versucht zu sagen, die suhlen sich ja fast in ihrer Opferrolle, weil ihnen das scheinbar irgendetwas bringt. Kann man das unterscheiden? Sind Menschen, die sozusagen in einer Opferrolle sich befinden, tatsächlich immer welche mit Selbstwertgefühl? Oder wird es auch manchmal auch nur als Monstranz vor sich hergetragen, dass man sagt, es bringt ja auch was in der Opferrolle, sich zu befinden oder zumindest zu demonstrieren? Das geht meistens miteinander einher. Also wer in der Opferrolle ist, und das ist ja das Entscheidende, der übernimmt wenig Verantwortung für sein Leben. Ja. Na, der macht immer die anderen verantwortlich. Die anderen sind schuld. Also man selbst macht irgendeinen Fehler und beschwert sich darüber, wer wieder irgendwie Mist gebaut hat. Und das heißt aber auch, dass man eigentlich darauf wartet, dass die anderen einen irgendwie erlösen. Dass irgendwas da draußen passiert, damit es mir irgendwann besser geht. Und dahinter steckt natürlich auch diese notorische Angst, Fehler zu machen, die Menschen haben, deren Selbstwertgefühl eben nicht so toll ist. Die haben immer so furchtbar Angst, Fehler zu machen, zu versagen, anzuecken, abgelehnt zu werden. Wenn ich jetzt aber sage, ach, da draußen das Leben ist schuld an meiner Misere, dann spreche ich mich ja frei, dann habe ich nicht so viele Fehler gemacht. Wenn ich sage, du musst jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht, und das funktioniert nicht, dann habe ich wieder keinen Fehler gemacht. Dann kann ich auch wieder die anderen dafür beschuldigen. Das heißt, dahinter steckt einfach auch diese große Versagensangst. Und damit, ich sag mal, die Lösungsstrategie, das Versagen an andere zu delegieren. Nun verdienen Sie Ihr Geld ja nicht nur mit dem Schreiben von Bestsellern, sondern Sie sind ja auch Psychotherapeut. Das heißt, also kommen noch Kunden zu Ihnen. Wenn Sie jetzt feststellen, dass einer seit Jahrzehnten im Grunde genommen in seiner Opferrolle steckt und keine eigene Verantwortung für sein Leben übernehmen will. Sie aber hier vorne schreiben, damit das Leben einfacher wird. Und Sie sagen drin auch, man kann das ändern. Was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt ist tatsächlich, die Verantwortung zu übernehmen. Okay, auch wenn man doch nicht will. Also richtig. Und darüber spreche ich dann auch mit meinen Klienten. Ne? Also neulich hatte ich so einen, und das passiert manchmal, die kommen jede Stunde pünktlich und machen auch alles mit. Und dann gehen sie irgendwie raus und dann versandet wieder alles. Und dann kommen sie nächste Stunde wieder und ich habe das Gefühl, man kann wieder von vorne, also da ist irgendwie nichts hängen geblieben. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann spreche ich das auch an und dann sage ich denen, passen Sie mal auf, das ist wie wenn Sie Klavier spielen lernen. Wenn Sie immer nur Klavier spielen, wenn Sie gerade bei der Lehrerin in der Stunde sitzen, dann werden Sie kaum Fortschritte machen. Sie müssen zwischen den Stunden üben. Ja, das heißt, das, was wir hier gemeinsam erarbeiten, müssen Sie halt auch anwenden da draußen im Leben. Wenn Sie das alles wieder vergessen, sobald Sie jetzt zur Tür rausgehen, dann werden Sie keine Fortschritte machen. Es gibt Menschen, die einfach sagen, ach, wenn ich mich ein bisschen mehr trauen würde, dann würde mein Leben besser verlaufen. Und wahrscheinlich haben die gar nicht Unrecht. Manchmal macht es ja Sinn, einfach zu sagen, was man will. Und man ist dann erstaunt, dass man das auch kriegen kann. Weil andere das gar nicht so schlimm finden. Nur ich selber finde das ja schlimm. Also das Selbstwertgefühl ist am Boden. Sie haben es eben schon gesagt, das wird ein bisschen genährt natürlich aus dem, was ich in meiner frühesten Kindheit mitbekommen habe, welche Glaubenssätze sich bei mir manifestiert haben. Und das ist ja schon ein hartes Päckchen. Was sind denn jetzt, sagen wir mal, wenn das überhaupt in der Psychotherapie gibt es ja keine einfachen Sachen, so 3 Schritte, wo sich jemand sagen würde, fang doch mal damit an. Das erste ist festzustellen, was für ein Glaubenssystem habe ich eigentlich. Laufe ich immer mit so einer Brille rum, ich genüge nicht oder ich bin nichts wert. Dann zu fragen, wo habe ich mir das eigentlich zugezogen? Hat das eigentlich wirklich was mit mir zu tun oder ist das nicht einfach so, weil mir das irgendwie eingeredet wurde? Dann
sich kleine Ziele zu setzen, die machbar sind. Ne? Also kleine Schritte zu gehen, diesmal anstatt reflexartig mich zurückzuziehen oder Ja zu sagen, obwohl ich eigentlich Nein meine, versuche ich einfach wirklich mal zu mir zu stehen. Und da helfen eben auch Werte, weil ich mache den Leuten auch in meinem Buch klar, passt mal auf, wenn ihr immer so unter der Tarnkappe durchs Leben lauft, dann fühlt ihr euch zwar sicherer, aber ganz fair ist es nicht, weil die anderen wissen ja auch gar nicht, woran sie mit euch sind. Das heißt, wenn man sich bewusst macht, Mann, eigentlich ist das doch viel fairer, wenn ich mal sage, was ich will und was ich nicht will. Und dadurch weiß der andere viel besser, woran er mit mir ist. Ja, Sie gehen jetzt aber schon von der Tatsache aus, dass jemand weiß, was er will. Ich habe manchmal den Eindruck, dass eine Menge Leute es aber dann tatsächlich auch nicht wissen, weil es ja ein ewiges Einerseits, andererseits. Also mir ist gar nicht klar, dass das Nein tatsächlich ein Nein ist, weil man sagt, naja, wenn ich es aber so mache, hat es ja auch wiederum ein paar Vorteile. Also das ist auch wahnsinnig schwierig, seine eigene Position klar zu definieren. Ja, und das liegt daran, dass Menschen, die unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden, eigentlich immer überangepasst sind. Das heißt, sie haben meistens schon als Kinder gelernt, sich irgendwie so zu verhalten, dass es Mama und Papa gefällt. Und ich sage immer, es lässt sich viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar keine Lust habe auf Schokoladeneis. Okay. Also sprich, um mich gut anpassen zu können, lerne ich dann schon als Kind, möglichst nicht so sehr auf meine Wünsche und meine Gefühle zu achten. Weil ein starker eigener Wille, wenn ich einen starken eigenen Willen habe, das steht ja auch der Anpassung im Weg. Ein eigener Wille will ja durchgesetzt werden. Das heißt, die Betroffenen haben schon oft von Kindesbeinen an trainiert, wenig zu spüren, sich selbst wenig zu spüren und stattdessen immer die Antennen draußen zu haben, was will der andere. Und diesen Prozess kann man wieder umkehren. Und ich empfehle immer Leuten, das sind ja die, die sich dann schlecht entscheiden können, weil sie nie ein klares Gefühl haben. Weil Entscheidungen sind ja immer gefühlsbedingt, letztlich. Na, ja, das will ich oder das fühlt sich schlecht. Also immer irgendwie so ein Stück Gefühl dabei. Das heißt, ich empfehle den Betroffenen immer, das zu trainieren. Am besten sich eine neue Uhr zuzulegen oder einen neuen Ring, irgendwas, ein neues Schmuckstück. Immer wenn der Blick drauf fällt, ich soll ja mal darauf achten, wie ich mich fühle. Die vergessen das nämlich reflexartig im Alter. Dann mal kurz innehalten, wie geht's mir eigentlich gerade? Das heißt, bewusst trainieren, wieder die Beachtung auf die eigenen Gefühle zu lenken. Weil die brauche ich, wenn ich mich entscheiden will. Dann muss ich wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich was haben will und wie es sich anfühlt, wenn ich was nicht haben will. Nein spricht sich ganz einfach aus, sagen Sie. Und Fakt ist, dass es ja nicht so ist. Doch aussprechen tut man es wahrscheinlich. Ganz einfach. Nein, das kann ich schon, hat aber fatale Folgen. Wie übe ich das? Am besten jetzt nicht direkt bei meinem Arbeitgeber, sondern bei jemandem, den ich gut kenne? Genau. Es ist ganz gut, sich so Trainingsleute zu holen. Und was ja bei Menschen ist, die nicht geübt sind, Nein zu sagen, die sagen es dann oft zu schroff. Okay. Ja. Nee, will ich jetzt aber nicht. Man denkt, was ist denn jetzt passiert? Hat doch gar nichts Schlimmes gefragt. Einfach auch mal zu üben, sich mal ein paar Formulierungen raus. Ich kann die Sachen ja auch total nett sagen. Und dann, man muss ja nicht Nein sagen, wie so ein sturer Bock, ne? Sondern man kann ja nett Nein sagen, tut mir leid, das ist mir jetzt leider echt zu viel, weil ich habe mir auch ein bisschen zu viel um die Ohren oder irgendwie so. Ne? Man kann das ja auch nett verpacken. Und was dann noch wichtig ist, ich bin ein großer Freund von Argumenten. Weil Argumente sind immer die Brücke zur Standpunktsicherheit. Also wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin oder wer auch immer mit einer Bitte an mich herantritt und ich möchte das eigentlich nicht machen, dass ich mir mal klare Argumente überlege, ob ich ein Recht dazu habe, Nein zu sagen, beziehungsweise oder eben nicht. Und das am besten schriftlich, schwarz auf weiß, dann hat man es auf dem Kopf raus. Also dass man mal rauskommt aus diesem diffusen Kindergefühl, das hat ja was mit der Kinder. Ich darf aber nicht Nein sagen, sonst bin ich kein braver Junge oder sonst bin ich kein braves Mädchen. Man wechselt in seinen erwachsenen Verstand und guckt, welche Argumente sprechen jetzt eigentlich dafür oder dagegen. Denn sobald man Argumente hat, hat man auch mehr Standpunktsicherheit. Das sind aber sozusagen jetzt Ihre Argumente aus der Sicht des Organisierten. Nee, das sind allgemein, das gilt für jeden. Das ist für jeden gut, wenn wir einfach Argumente haben. Denn unsere ganzen Ich-Befürchtungen, also wo es so um Ich-Ängste geht, die bleiben meistens völlig im Diffusen stecken. Sich selbst akzeptieren ist wahrscheinlich das Schwierigste, oder? Genau.
Das ist das Schwierigste. Und Menschen, die halt ein nicht so gutes Selbstwertgefühl haben, die meinen immer, sie müssten irgendwie anders sein oder sie hätten zu viele Fehler. Und Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl, die nehmen sich halt mit ihren Fehlern an. Die haben von sich gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein, sondern sagen, ja, okay, natürlich habe ich auch Fehler und ich muss gar nicht perfekt sein, um okay zu sein. Und das ist, glaube ich, einer der grundlegenden Unterschiede zwischen beiden. Ne? Die einen meinen, ich muss perfekt sein und die anderen sagen, nö, ich kann auch mit meinen Fehlern leben. Was tut jetzt der Mensch, der glaubt, er sei nicht so perfekt ist, damit sein Selbstwertgefühl jetzt steigt? Was empfehlen Sie dem, wenn er zu Ihnen kommt? Ja gut, ich gucke halt nach den Ursachen und meistens haben die ja eine völlig verzogene Selbstwahrnehmung. Ich hatte mal eine junge Frau, die kam zu mir, viele Jahre her, werde ich nie vergessen, von, ich sage mal, geradezu bestürzender Schönheit. Die sah so gut aus und die hat ungelogen, eine Stunde da gesessen und geheult, ich bin so hässlich. Ist irre, oder? Ist ein bisschen irre. Das heißt, Und was sagt man dann dabei als Therapeut? Guck da mal in den Spiegel. also als oder? junge Therapeutin war ich echt überfordert, weil das war so krass von der Wahrnehmungsverzerrung. Aber das ist ja eben dieses Problem mit dem Selbstwertgefühl. Ja? Die Leute sehen sich gar nicht klar. Weil das Selbstwertgefühl hat gar nicht so viel mit objektiven Fakten zu tun. Ich meine, wir alle kennen Menschen, die sind weder besonders erfolgreich, noch sehen sie besonders gut aus, aber die finden sich irgendwie in Ordnung, wie sie sind, ne? Die reden jetzt von mir. Finde ich anständig. Ich finde mich auch soweit eigentlich völlig in Ordnung. Genau. Ja. Und dann gibt es andere, die sind irgendwie scheinbar perfekt und die sind immer noch am Rumheulen. Das heißt, man hat so ein ganz verzogenes Selbstbild von sich. Und daran arbeite ich halt sehr viel mit den Leuten und auch in den Büchern. Ich habe mal übrigens eine sehr interessante Serie gesehen, die lief im Fernsehen. Das ging über die Savants, also Leute, die eine Inselbegabung haben. Also Ja, diese einer Hochbegabten, fliegt irgendwie über Ja. Rom und guckt runter und kann anschließend detailgenau zeichnen. Wieder anderer kann Sprachen in 48 Stunden lernen. Also die verrücktesten Begabungen, die finden dann aber die Toilette nicht mehr und lauter solche Dinge. Und die beeindruckendste Zusammenfassung war von einem Professor, der sagte, das Genialste von allem ist genau das in der Balance zu halten. Also zu sagen, ich kann leidlich zeichnen, ja, ich finde aber auch das Klo. Und ich komme eigentlich ganz gut durchs Leben, weil die Inselbegabungen halt eben oft nicht weiterhelfen, weil sie so eng sind, dass es halt eben schwierig wird im Ich sage Leben. immer, am allerbequemsten im Leben lebt es sich im Mittelmaß. Im Mittelmaß. Aber das mögen Menschen ja dann auch, manche auch nicht. Aber es gibt auch sehr viele, die genau das wollen, die nicht auffallen wollen, die im Meer lieber untergehen wollen, damit sie nicht Das meine beurteilt ich werden damit können. nicht. Ich meine damit eigentlich so zu sagen, es ist okay, wenn ich gut bin, ich muss überhaupt nicht perfekt sein. Ja, also dieses Perfektionsstreben, das ist ja immer so eine Folge auch, oder sehr oft eine Folge von einem geringen Selbstwertgefühl. Das ist ja so eine Selbstschutzstrategie. Ne? Also dass die Menschen innerlich das Gefühl haben, ich genüge nicht und deswegen umso mehr versuchen, nach Perfektion zu streben, um das irgendwie wieder zu kompensieren. Und das ist halt wahnsinnig anstrengend und das ist eigentlich auch mal die Vorlage für einen Burnout. Wenn Sie ein Buch geschrieben haben und dann klebt nachher das Papperl drauf, Spiegel Bestseller. Das heißt ja, viele Leute haben es gekauft. Worüber freuen Sie sich mehr? Über die Überweisung oder über das gestiegene Selbstwertgefühl? Ich habe was Gutes gemacht. Ich freue mich über beides, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Also, Beides gut. liebe Frau Stahl, ich bin ganz sicher, am Selbstwertgefühl mangelt es bei Ihnen nicht wirklich, auch wenn Sie sagten, es gibt immer wieder Momente, wo es mal auf und auch mal wieder abgeht. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mehr Selbstwertgefühl bescheren kann. Also mir hat das Gespräch wieder gut gefallen. Ich habe auch die ganze Zeit freundlich geguckt, habe auch häufig genickt. Ich könnte jetzt eventuell noch was dafür tun, dass Sie unter Umständen sich einfach mal ein Buch von Stefanie Stahl kaufen. Ich finde alle Ihre Bücher eigentlich sehr gut und ich gebe es offen und ehrlich zu, das erste fand ich am besten, weil es für mich am überraschendsten war. So bin ich eben, aber alles ist prima. Steigern Sie Ihr Selbstwertgefühl, hier steht es, damit das Leben einfach wird. Das wünsche ich Ihnen. Ihnen weiterhin viel Erfolg, Ihnen ein noch einfaches Leben als bisher. Schauen Sie einfach gelegentlich mal bei Gesund Lesen rein, da lernen Sie auch was. Vielen Dank.